Hallo liebe Schüler und liebe Eltern. In den letzten Stunden haben wir einstellige Zahlen besprochen und sie addiert bzw. miteinander zusammengerechnet. Heute wollen wir einen Schritt weitergehen und über die 10 hinausgehen, denn das Prinzip ist das gleiche. Das bedeutet, wenn ihr in den letzten Stunden gut aufgepasst habt, werdet ihr mit dem heutigen Thema kein Problem haben. Ansonsten schaut euch die Stunden gerne bitte wieder an. Wir fangen an mit der ersten Zahl, das ist für heute die 10. Danach würde die 11 folgen, die 12, die 13, die 14, die 15, 16, 17, 18, 19 und wir nehmen auch die 20 dazu. Wie ihr seht, ist die erste Zahl bei allen Zahlen eine 1. Das bedeutet, sie lässt sich aus folgenden Zahlen zusammensetzen. Die 10 ist quasi die 10 für sich oder 10 plus 0. 0 ist nämlich nichts. Ihr könnt euch das so vorstellen, die 0 ist ein Loch in der Erde und wenn jemand da reinfällt, ist derjenige weg. Das bedeutet, die 0 ist einfach gar nichts. So, wir gehen zur nächsten Zahl über. Das ist die 11. Die 11 lässt sich ebenfalls also 10 und 1 zusammensetzen. Das gleiche folgt bei der 12, 10 plus 2. Dann haben wir 13, 10 plus 3. Die 14 wäre 10 plus 4. Die 15, 10 plus 5. Die 16, 10 plus 6. Die 17, 10 plus 7. 18 ist 10 plus 8. 19 wäre 10 plus 9. Und die 20 würde sich aus 2 Zehnern zusammensetzen. Das bedeutet, wir haben hier überall die 10, zu der wir eine weitere Zahl dazu nehmen, beziehungsweise hier beide. Und die 1 immer vorne, was ein Hinweis auf die 10 ist. So, bei der 2 gehen wir gleich noch einmal näher darauf ein. Wir können aber auch weitere Sachen zwischen 10 und 20 rechnen. Denn wir nehmen zum Beispiel die 12 und nehmen die 3 dazu. Das kann man so zusammenrechnen. Entweder wir teilen uns das auf in 10 plus 2 plus 3, denn wir wissen aus den vorherigen Stunden mit den einstelligen Zahlen, dass 2 plus 3 zusammen 5 ergibt und 10 plus 5 wäre 15. Ein weiteres Beispiel, wir nehmen zum Beispiel die 17, wir nehmen zum Beispiel die 17 und rechnen eine 2 dazu. Das können wir ebenfalls aufteilen in 10 plus 7, denn wir wissen, die 17 ist 10 plus 7, das haben wir hier aufgeschrieben. Wir wissen aus den vorherigen Stunden, dass 7 plus 2 9 ergibt. 10 plus 9 wäre also demnach 19. Und so können wir zu allen diesen Zahlen nach dem gleichen Prinzip wie von 1 bis 10 auch über die 10 hinaus weiterrechnen. Es wird natürlich noch schwieriger, indem wir über den 10er hinausgehen, aber das werden wir in einer weiteren Stunde besprechen. Zurück
zu den 20, die sich aus 10 und 10 zusammensetzen lässt. Wir wissen ja, die 2 wäre 1 plus 1 und wir haben hier die 20, die sich aus 10 und 10 zusammensetzen lässt. Das bedeutet, wenn wir schon mal über die 20 hinausgehen, wir wissen, dass 3 1 plus 1 plus 1 ist oder aber auch 2 plus 1. Das heißt, 30 wäre 10 plus 10 plus 10 oder 20 plus 10. Das würde alles 30 ergeben. Und nach diesem Prinzip können wir einfach immer weiterrechnen bis 100. Wir nehmen einfach noch ein weiteres Beispiel dazu. Zum Beispiel wissen wir, dass 5 plus 3 8 sind. Das bedeutet, 50 plus 30 sind 80. Alles, was passiert, ist einfach erstmal, dass eine 0 dazu kommt. Und wenn wir zum Beispiel mit der 80 weiterzurechnen, haben wir nach dem gleichen Prinzip wie hier oben mit den Zehnern. Das bedeutet, alle Zahlen von 1 bis 10 können wir auch weiter bis 100 rechnen, nach dem gleichen Prinzip, dass wir einfach nur eine 0 dazu ergänzen. In den nächsten Stunden werden wir uns mit zweistelligen Zahlen befassen und mit etwas schwierigeren Aufgaben, die ihr aber ganz sicher ohne Probleme lösen werdet. Solltet ihr Fragen oder Vorschläge für Themen haben, könnt ihr sie gerne in den Kommentaren hinterlassen oder mir eine E-Mail schreiben. Wir sehen uns bei der nächsten Mathestunde wieder.